Guten Morgen, heute geht's zum Kosovo-Camp auf 4800 Meter mit neuer persönlicher Rekord an. Und dann geht's um 12 Uhr nachts zum Summit. Letzte Nacht war die letzte Nacht, wo man hätte schlafen können. Ich habe zum Glück Schlaf gefunden. Nicht perfekt, aber immerhin. Heute Morgen stehe ich auf, Kaffee bekomme natürlich erst und gehe raus und sehe den Gipfel in seiner vollen Pracht. Und nicht nur das, ich drehe euch mal um. Über den Wolken, meine Lieben. Da hinten, ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann, mit der Mount Meru. Jeder Tag ist jetzt ein neuer persönlicher Rekord von der Höhe her. Das heißt, ich bin gerade ein persönlicher Rekordknacker. Das macht irgendwie Spaß. Ach ja, die Höhe macht mir gerade gar nicht zu schaffen. Also mir geht's gerade gut, ich habe keine Kopfschmerzen, mir ist nicht übel, mir ist nicht schwindelig. Das hatte ich ja sonst morgens eigentlich auch, vor allem in der Nacht. Nichts. Klar, heute machen wir jetzt fast 2000 Höhenmeter, aber wir gehen hoch auf 4800 und in der Nacht gehen wir ja dann auf 5900 auf den Gipfel. Das heißt 2000 Höhenmeter eigentlich an einem Tag. Wir gehen zwar erst um 12 Uhr los, aber es gibt keine Nacht mehr dazwischen zum Schlafen, nur ein bisschen zum Ausruhen. Und es bleibt spannend. Ich habe zum Glück meine Akkuladeschale lässt sich die ganze Zeit irgendwie nicht laden. Das heißt, ich muss immer ein bisschen aufpassen mit dem Akku. Was ein bisschen blöd war, weil ich hätte am liebsten noch viel mehr gefilmt. Ich habe noch 2 Akkus. Die sind beide auf 90%. Ich bin immer gut eingepackt. Ich hoffe, die halten bis zum Summit. Eigentlich würde ich auch gerne noch die 2 Tage runterfilmen, weil die auch sehr, sehr schön sind. Auch anstrengend runtergehen ist auch oft auch manchmal anstrengender. Ich bin gespannt, was nachher am anstrengendsten war für mich. Bisher war gestern die Barranco Wall und der Tag davor, der war auch anstrengend für mich. Ne? Hier zum Lava Tower. Boah. Aber wegen der Höhe, wegen dieser Höhenkrankheit. Ne? Die Höhe hat mir so zugesetzt. Und gestern war es einfach die Barranco Wall. Die hat mich ganz schön herausgefordert. Ja, so sieht dann jeden Morgen Wasch aus. Manchmal im Zelt. Wenn ich mich komplett waschen will, gehe ich ins Zelt natürlich. Ne? Und also sonst, wenn ich so eine Aussicht haben kann wie hier, ist zwar kalt draußen, aber gibt nichts Schöneres. Also den Tag zu starten mit Kaffee und draußen waschen ist der Hammer, muss ich auch sagen. So. Sitze ich am Tisch, schön ausgerichtet zum Gipfel, hinter mir die Wolken. So, also, jetzt habe ich mich viel bewegt, das merke ich dann doch. Also schon krass, wenn man viel rumläuft, dann, also ich spüre es dann, ne? Wenn man morgens aufwacht und auf so einen Berg guckt, ist der einfach gigantisch, ne? Vor allem, weil man immer näher kommt. Aber über den Wolken zu sein und auf dieser Wolkendecke zu schauen, ist einfach unglaublich. Boah, krass. Es ist alles so anders hier. Und es fühlt sich alles so unwirklich an, als wäre das ja alles ein Traum. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich in Afrika bin. Also ich werde lange brauchen, um das hier alles zu verarbeiten. Die ganzen Eindrücke. Es ist so viel. Wahnsinn. Aber wir brechen jetzt gleich auf. Und ich hatte eben gefragt, wo der Name Uhuru Peak herkommt. Weil Uhuru heißt ja Frieden. Und das ist der damalige Präsident, hat den so genannt. Und zwar nachdem sie unabhängig geworden sind, als die Engländer hier weg sind. Und genau, also ist das der Unabhängigkeitstag auch. Und die kommen jedes Jahr, kommt hier
eine Gruppe von Kletterern hoch und bringt ein Licht dahin zum Friedensgipfel. Also ich hatte irgendwie Gänsehaut, als er das erzählt hat, und irgendwie finde ich es so krass, weil jetzt gerade die Regierung, die jetzt da ist, ja, eine Diktatorin ist und es ja auch viele Tote gab, die sich einfach ja, die Macht an sich gerissen hat. Und das finde ich so krass, wenn man dann vor diesem Gipfel steht und weiß, wofür der eigentlich steht, für Unabhängigkeit. Und jetzt sind sie dieser Diktatoren verfallen. Und alles vor kurzem, weißt du, also vor ein paar Tagen noch, von der Woche, gab es noch so Tote auf der Straße, auf den Straßen. Und die gehen trotzdem mit mir hier hoch. Ja? Und dabei dürfte es denen allen nicht gut gehen. Und die haben auch alle Familie. Ne? Nehme ich ein bisschen mit. Und ich hoffe, dass schnell eine Lösung gefunden wird. Weil der Gegenpart, der Gegenspieler von der Frau, die da jetzt gerade im Amt ist quasi, der sitzt im Gefängnis, den hat sie ins Gefängnis gesteckt. Das heißt, wenn die UN oder so, oder Europa, keine Ahnung, irgendwie Druck ausüben würde, dass er wieder freikommt, dann könnte er wieder Politik machen, man könnte vielleicht sogar Neuwahlen anstreben, weil ich meine, wenn ich es richtig verstanden habe, sagt sie hätte 98% hätten sie gewählt. Und das passt halt hinten vorne nicht, ne? Ja, voll krass. Also, da könnt ihr es sehen. Da gehen wir hoch. Heute Nacht im Summit. Unglaublich. Unglaublich davor zu stehen. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen mit dem Mikro. Also der Kilimanjaro ist kein Berg, den man bezwingt. Der Kilimanjaro ist ein Berg, der dich gewähren lässt. Und dieser Weg hier, der geht hoch zum Kosovo-Camp. Das müssten die anderen alle in der Nacht gehen. Das gehen wir jetzt vorher. Müssen wir es nicht in der Nacht machen. Wow. Wow. This looks amazing. What mountain is this? Yes. Wow, it looks beautiful too. Wow. Wir sind ja hier im Barafu Camp und wir gehen noch weiter, da hoch, um zum Kosovo Camp zu gelangen. Ja, das müssen wir dann in der Nacht nicht zurücklegen zum Summit. Die hier bleiben, müssen das alles in der Nacht noch zurücklegen. Und in der Nacht siehst du halt nicht so gut. Ne? Deswegen ist es gut, dass wir weiter oben sind. Es ist nur so, dass es jetzt gerade uns verboten worden ist, da hoch zu gehen zum Camp wegen dem Wind. Und ja, die Ranger verbieten es. Und dadurch, dass ich aber schon bezahlt habe, muss man sich jetzt irgendwie vom Boden aus oder so irgendwo eine Genehmigung holen. Das kann ein bisschen dauern. So, wie ihr sehen könnt, liege ich jetzt in einem Raum vom Ranger. Es ist uns verboten, hoch zum Kosovo Camp zu gehen, aufgrund des Wetters. Und normalerweise würden wir zum Kosovo Camp gehen und dort Mittagessen und dann würden wir schlafen. Und dann geht es ja schon zum Summit. Und ich glaube, ich darf mich jetzt hier aussuchen. Das ist die Kabine vom Ranger. Und ja, hier meine Sachen. Ich werde jetzt mal eine Runde schlafen und hoffen, dass ich ins Kosovo Camp darf. Und zwar müssen jetzt gerade William anrufen, der ist aber in Deutschland. Der muss dann irgendwen anrufen. Dann, keine Ahnung, weil es wurde schon bezahlt. Deswegen, das braucht aber eine extra Genehmigung. Und das ist wohl alles nicht so einfach. Aber ich werde versuchen jetzt zu pennen. Mich ein bisschen auszuruhen. So, wird euch nur up to date bringen.
Also mir geht's nicht gut. Nach dem Hinlegen irgendwie mir so kalt geworden. Das war einfach der Mountain. Der Berg nicht. Für mich nicht lange. So kurz vom Ziel. Stay positive. Nicht mal lang. Dann habe ich es geschafft. So, ich habe einen Tee bekommen und zu essen. Und das hilft schon sehr. Schon der warme Tee alleine. Mental bringt mich das gerade mal richtig nach vorne. Ich bin am Frieren, so das ist arschkalt hier oben. Und ja, jetzt erstmal was essen. Also es ist so, die Ranger sagen, ins Kosovo-Camp ist verboten, weil es zu windig ist. Also man darf da nicht zelten. Dann haben die gefragt, ja, aber warum? Lasst ihr uns dann bezahlen, wenn wir eh nicht hoch dürfen. So, jetzt warten wir darauf, dass wir William erreichen. Das ist hier der Chef, über den ich das auch gebucht habe, der ist halt in Deutschland. So. Und wenn wir den erreichen, kann er unten bei der National Guard oder so anrufen. Und die können uns dann das Okay geben. Weil es wurde ja bereits bezahlt. Und die Begründung, dass es in der Low Season zu windig ist, die stand halt auch schon vorher. Genau, deswegen gibt es jetzt Konflikt und deswegen können wir doch vielleicht da oben hin. Also ich würde gerne im Zelt schlafen, ehrlich gesagt. Dass jetzt einmal alles so durcheinander geworfen wird, ist halt so. Der Koch meinte eben, enjoy your life in the mountain. Musste ich irgendwie lachen, weil, ja, also es ist nicht ohne, auf dem Berg, auf der Höhe. Und ich habe tiefsten Respekt vor jedem, der hier arbeitet und die Sachen hochträgt. Weil das ist wirklich ein Knochenjob, ne? Wirklich ein Knochenjob. Also eine Sache ist klar, dieser Berg fickt mich am Ende nochmal richtig. Kann man schon festhalten. Ja, ich fühlte mich so, dass es ganz easy ist, hochzugehen jetzt. Fühle ich mich einfach nur krank. Ab 18 Uhr wird auch nochmal gegessen. Da habe ich nochmal die Möglichkeit zu schlafen. Und dann muss es funktionieren. Denn ich gehe diesen Berg hoch. Komme was wolle. Ich wusste, ich muss mich übergeben. So. Also doch ein kleines Frühstück, das wusste ich nicht. Also, man hört, Babu macht gerade das Zelt nochmal fest, damit es nicht wegfliegt. So 72, 117.